WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Oregon, mehr oder weniger. Black Maple Hill, Oregon Straight Rye Whiskey, Premium Small Batch. 47% oder 47,5%, das ist 95 Proof. Whisky Base Nummer 60887. Ich dürfte tatsächlich ein 15L Sample hier abkaufen. Und nun gibt es eine kleine Geschichtsunterrichtsstunde. Ich schenke mal ein und dann schauen wir mal, was hier passiert. Black Maple Hill ist eine Marke. Die destillieren selbst nicht. Und dort im 2000 aus dieser Marke gegründet wurde von Paul Joseph. Paul Joseph ist in San Carlos, Kalifornien. Und ihm gehört CVE Brands mit irgendwelchen Armagnac und Rums und Sachen, die man gar nicht braucht. Und er hat gesagt, wir wollen ein Black Maple Hill Whisky abfüllen. Im Jahr 2000 hat kein Mensch gewusst, was es alles denn auf dem Markt gibt. Und deshalb hat er tatsächlich, es wird gemunkelt, Stitzler Weller Juice, also Saft, also Spirituose abgefüllt. Er hat zusammen ein bisschen mit Van Winkle gearbeitet und aus der Stitzler Weller Quelle versiegte, ging er rüber zu Willett und hat da ganz tolle alte, 20 Jahre alte Zeug abgefüllt. Diese Flaschen, diese alten Black Maple Hill Flaschen geben für vierstelligen Beträge bei Auktionsseiten raus, weil irgendwie der Van Winkle Finger da mitmischte und das war eine Goldmine damals. Leider gab es einen Engpass. Er kam nicht mehr an diese alten Sachen dran. Und jetzt hat Paul Joseph überlegt, was macht man? Und deshalb hat er dann 2014 der Flaschendesign auch verändert. Statt einer hohen Flasche, wie wir es so ein bisschen kennen, wir werden es auch nachher auch verkosten miteinander und das vergleichen, wie der Lot 40, gibt es nun diese Flasche, diese flachen Flaschen. Und da ist jetzt Oregon Whisky drin. Also er wechselte von Kentucky zu Oregon, also 4000 Kilometer Richtung Westen und hat eine Distillerie namens Stein Distillery in Joseph, Oregon entdeckt. Seit 2009 produzieren sie und das sind Bauern, die waren einfach mal satt, die ganze Rohstoffpreise hoch und runter einfach über sich ergehen zu lassen. Sie sagten, wir werden ein Premium-Produkt, wir werden unsere Rohstoffe einfach umwandeln, den Value Chain nach oben hintreiben und werden daraus Spirituosen machen. Und dann Paul Joseph hat dann hier Stein Distillery entdeckt und sagte, jo, diese Sache wollen wir haben im Programm. Und deshalb statt 20 Jahre alte Bourbon hat er plötzlich jetzt 4 bis 5 Jahre alte Sachen im Glas. Und das gefällt viele Whisky-Liebhaber und Kenner wie ich nicht. Dennoch kostet die Flasche immer noch 100 Euro. Und da ist tatsächlich ungefähr eine 1000 Flaschen Batch, also Small Batch bedeutet in diesem Fall ungefähr 5 bzw. 6 verschiedene Fässern. Und der Whisky, was ich hier im Glas eingeschenkt habe, ist 4 bis 5 Jahre alt. Ob ein 4 bis 5 Jahre alte Whisky aus Oregon wirklich $100 wert ist, oder 100 Euro, Entschuldigung, ich mache es bezweifeln. So, meine Nase sagt, wow, liebe Leute, das Zeug ist grässlich. Ich kann wenigstens lachen, weil ich nur ein Sample habe. Oh, was ist das? Ich muss mein Cleveland-Zeug rausholen, der Underground, der so schrecklich war. Da komme ich an die Batch Nummer 2 dran. Also, stell mal vor, du hast eine Flasche von 20 Jahre alte Bourbon. Also wirklich, was man von Van Winkle mit Wheated Bourbon, also du hast es einfach lieb gewonnen, du hast 1000 Euro dafür bezahlt und dann findest du eine Flasche, oh, guck mal, schon wieder was von Black Maple Hill. Und man liest nicht ganz genau und sagt, oh, guck mal, da steht Oregon drauf. Und man nimmt das einfach und man nimmt das in ein Glas und denkt,
Was ist das? Das ist Holz, also das ist junges Holz, das ist Birke, abgezogen vom einen, das ist der Birkenrinde ist das. Das ist nicht Rye, wie ich das so kenne und liebe. Boah, das ist bitter und das ist grün und das ist, oh ja, genau, es gibt tatsächlich Erdnüsse, falls du einen Erdnuss gehabt hast, der noch nicht geröstet ist. Also gehst du in einen Bioladen und versuch mal eine ungeröstete Erdnuss zu finden, diese Green Peanuts. Also das ist, was ich hier in der Nase habe. Ich probiere mal und ich mache mein Lat 40 noch niemals auf, weil das so furchtbar ist. Mm -mm, mm -mm. Wow. Na, ein bisschen Rye kriege ich am Ende, aber das ist so eine junge, so wirklich, ah, die ganze Zeit stelle ich mir vor, wie irgendjemand tatsächlich, also wirklich da ganz tief in die Tasche gegriffen hat und nachher einfach mal sagt, Marke ist identisch, Black Maple Hill, ich kaufe es und kriegen so einen Scheiß im Glas. No, no. Erstmal ist es Ryan, das ist kein Bourbon. Und zweitens ist es nicht ein netten Kentucky Bourbon oder sogar Canadian Bourbon, es ist ein Oregon Bourbon, das ist das junge, furchtbare Zeug dann da. Ach Mann. Also ich versuche zu beschreiben. Ich habe etwas wie Marzipan ohne Zucker. Ja, also das ist wirklich der rohe Mandelmoment. Ich habe tatsächlich, als ob ich gekaut hätte auf einen Birkenzweig mit Rinde, Baumrinde und durch und es ist wirklich grün und da habe ich auch noch dann dazu ein, ein bisschen, genau, also es gibt von der Knackenback, wenn man der Brötchen, bevor es gebacken wurde, den Teig davon abnimmt und das im Mund rein tut. Und dieses mehlige Moment, also der noch nicht gereifte, gebackene Brötchen, das ist das, was ich kriege, ja? Also, ich werde mir das Leben erschweren, indem ich hier ein bisschen Wasser rein tue und hoffe, dass sich eine positive Entwicklung einsetzt. Nope. Selten habe ich so einen schlechten Bourbon aus den Staaten gehabt. Paul Joseph, was hast du dir dabei gedacht? Aber meine Beschreibung ist gar nicht so schlecht hier. Die drei Dinge zusammen. Naja. Gut, also ich leide genug heute. Ich will nicht mehr. Also, sorry. Also, meine Frage des Tages ist, welche Whisky aus Oregon war bisher dein Lieblingswhisky? Es gibt einen Westland Whisky, das kommt aus Washington, glaube ich. Ich habe den nicht mehr griffbereit, der war lange, lange Zeit hier. Also es gab einen Whippersnapper, glaube ich, da aus Dry Fly, kommt auch aus Washington, glaube ich. Und da kommt noch etwas aus Washington. Welche Whisky aus Washington gefällt euch am besten? Ich kann nur sagen, dieses hier nicht. Finger weg von Black Maple Hill, es sei denn, es ist vor 2014 und das ist noch diese hohe, schöne Flaschen, nicht diese flachen, doofe Flaschen, ja. Man kann Stein Distillery Produkte selbst kaufen, aber die sind ungefähr die Hälfte der Preis und vielleicht schmecken noch nicht mal so gut. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte immer wieder auf meine Sample-Liste schauen. Kommt auf meine Sample-Liste! Und dann dort natürlich bei Amazon irgendwas anderes. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ciao, bis morgen. Reinfall, sorry.